O'Neill. Geschrieben und gesprochen von Fatih Çakır. Teil 1. Die Reise. Kapitel 1. Reisende. Vor 168 Jahren traten unsere Vorfahren diese Reise an, um einen neuen, weit entfernten erdähnlichen Planeten zu besiedeln. Über 100.000 Menschen, mutige Pioniere, Mütter, Väter, Töchter und Söhne, verließen ihre Heimat, ihre Familien und Freunde für eine Reise ohne Rückkehr, für eine Reise ohne Ankunft. Eine Reise, um in einer 8 Kilometer langen und 2,5 Kilometer breiten Welt zu leben, Nachfahren zu zeugen und am Ende ihres Daseins als Reisende zu sterben. Mit diesen Worten beginnt Ayla, die Schiffs-KI, ihren letzten Unterricht in der Schule. Die Zeitalter der Reisenden geht allmählich zu Ende. In wenigen Tagen starten nach 168 Jahren die Triebwerke des zylindrischen Raumschiffs für ein fast 3-monatiges Bremsmanöver. Der 15-jährige O'Neill und sein gleichaltriger Freund Europa sitzen auf der stufenartigen, bequemen Schulbank und starren fasziniert auf die leicht gerundete Wand mit Holoprojektion, wo Ayla in ihrer weiblichen, autoritären und eindrucksvollen Erscheinung ihren Unterricht fortsetzt. Generation für Generation, über Jahrzehnte hinweg, haben wir stets unser Bestes gegeben, um unser Ziel zu erreichen. Trotz der großen zylinderweiten Depression in den 30er Jahren, trotz des großen Einschlags im 64. Jahr, ist es uns gelungen, die Mission bisher erfolgreich durchzuführen. Nach einer kurzen Sprechpause zeigt Ayla mit offener Hand in Richtung der Teenager und fügt hinzu: Ihr seid die zweite Generation, welche als Kolonisten ausgebildet werden. Nachdem der Zylinder wieder in Rotation versetzt wird, nehmen wir unseren Unterricht wieder auf, bis die Ausbildung abgeschlossen ist. Eure Eltern werden währenddessen beginnen, die erste Stadt auf dem neuen Planeten zu errichten. Die Teenager werden sichtlich nervöser in Anbetracht der Tatsache, dass sich ihre Welt bald für immer verändern wird. In wenigen Monaten beginnt die Kolonisierung des neuen Planeten. Ein neues Zeitalter bricht an, sagt Ayla und setzt fort. Die Rotation des Raumschiffs wird in knapp 4 Tagen, also am Montag, gestoppt. Zum ersten Mal seit 168 Jahren wird es keine künstliche Schwerkraft auf Aurea geben. Dann beginnt die zylinderweite Übersiedelung. Innerhalb von 24 Stunden werden alle Bewohner Aureas von der inneren Mantelfläche auf die hintere Grundfläche transportiert. Sind alle bereit, wird Aurea um 180 Grad gedreht. Danach in genau 116 Stunden und 13 Minuten werden die Triebwerke starten und mit 0,92 G in die entgegengesetzte Richtung beschleunigen. Die künstliche Schwerkraft, die dabei entsteht, entspricht exakt der Gravitation auf Nova. Die Schüler hörten das zwar nicht das erste Mal, aber dieses Mal ist es etwas anderes. O'Neill und seine Schulfreunde sehen sich aufgeregt und auch etwas ängstlich in die Augen und schweigen. Sie wurden von ihrer Familie und der künstlichen Intelligenz ihr ganzes Leben lang bestens darauf vorbereitet und kennen das Protokoll in- und auswendig. Obwohl Ayla nur ein Programm ist, ist sie dennoch mehr als das. Für die Kinder und die restlichen tausenden Bewohner ist Ayla mehr eine Mutter als nur ein digitales Werkzeug, welches strikt irgendwelche Befehle befolgt. Sie steuert nicht nur Aurea, sie kümmert sich um die Lebenserhaltung, um die Agrarwirtschaft und noch vieles mehr. Sie ist Befehlshaberin und Dienerin zugleich. Dementsprechend vertrauen ihr die Menschen. Die Schüler warten gebannt auf weitere Aussagen oder Anweisungen seitens Ayla. Und nun, meine Unterrichteten, setzt sie fort. Die G7-Bürger sind noch mindestens bis 16 Uhr beschäftigt. Daher lauten meine weiteren Anweisungen: Begebt euch in die Zero-Gravity-Einrichtung und informiert euch, wo sich eure Transportstühle befinden. Hiermit beende ich offiziell den letzten Schultag auf Aurea. Ihr habt nun etwa 3 Tage Erholungsphase. Ayla löst sich lächelnd in eine helle Wolke aus Lichtpigmenten auf. Die gesamte Projektion verschwindet von innen nach außen, sodass nur noch die Wand in ihrer realen Form sichtbar ist. Die Jugendlichen, auch genannt die G8-Bürger, starren noch sichtlich aufgeregt die nun leere Wand an, bis die Tür des Klassenraums aufgeht. Am Boden unter den Füßen der Schüler erscheint ein Wegweiser, welcher aus einem weißen, pulsierenden Licht besteht und durch die Tür führt. Die Schüler stehen auf und folgen aufgeregt dem Licht.
Nach einem kurzen Gehweg steigen sie in den Beförderungslift ein, welches bereits auf sie wartet. O'Neill setzt sich zu seinem Freund Europa in der ersten Reihe. Vor den beiden jungen Männern erscheint auf dem Display vor ihren Augen der Zielort, die Entfernung und die Reisedauer. Zero Gravity Deck, 3243 Meter, 10 Minuten und 46 Sekunden. O'Neill sieht die Anzeige auf dem Display und denkt laut in Richtung Europa. Wir reisen mit fast 18% Lichtgeschwindigkeit und brauchen dennoch über 10 Minuten für gut 3 Kilometer und lächelt dabei. Europa scheint die Aussage nicht ganz verstanden zu haben und lächelt höflichkeitshalber mit. O'Neill, erklingt eine zärtliche Stimme aus der hinteren Reihe. Geht ihr heute Abend auch rauf in das Innere? Fragt Ophelia und sieht ihn dabei lächelnd in die Augen. O'Neill würde gerne mit einem Ja antworten, aber ein Tagesausflug auf die Innenwand des riesigen Zylinders ist erst für morgen geplant, da sein Vater Sorin seinen Dienst als erster Offizier noch nicht unterbrechen kann. Enttäuscht antwortet O'Neill, nein, leider nicht, wir können erst ab morgen, aber ich werde mir ansehen, wo sich euer Lift befindet und werde nach der Übersiedelung gleich nach dir sehen. Die restliche Fahrt sitzt O'Neill einfach nur da und fasziniert von einer Zukunft, in der er mit Ophelia liiert ist. Er stellt sich vor, wie er mit ihr auf dem neuen Planeten einen der mitgeschickten Wohneinheiten für die ersten 2 Generationen bewohnen wird. Er hat schon lange Augen für Ophelia, hatte aber leider noch nicht den Mut, ihr es zu sagen. Währenddessen ist sein Vater in der Kommandozentrale. Der erste Offizier Sorin Vega kontrolliert die fast abgeschlossene Vorbereitung für die bevorstehende Gegenbeschleunigung. Der leitende Ingenieur Samuel trifft auf Sorin und bestätigt: Die Seen sind abgepumpt, die Felder sind abgeerntet. Insgesamt ist das innere Ökosystem bereit für das Bremsmanöver. Danke, Samu, antwortet Sorin, als plötzlich der Kapitän des Raumschiffs die Kommandozentrale betritt und direkt zu den beiden zuläuft. Samu, ruft Kapitän Hirashu und zieht die Augenbrauen rauf. Ich will nicht, dass mir ein Baum auf den Kopf fällt, alles klar? Sorin kann sein Lachen kaum verkneifen und dreht sich zur Seite. Die Bäume sind fest verwurzelt, Kapitän, erwidert Samuel, während er bemerkt, dass die Frage eher rhetorisch war. Wir haben in den letzten Monaten alle möglichen Schwachstellen gesichert, ergänzt er und setzt fort. Nachdem die Drehung des Raumschiffs gestoppt wird, werden Drohnen den gesamten Innenraum des Zylinders scannen. Sollte, wie erhofft, alles an Ort und Stelle bleiben und nichts davon schweben, gibt es von der Ingenieursabteilung grünes Licht zum Start der Antriebe. Der Kapitän nickt und klopft auf Samuels Schulter. Ich weiß, Samuel, wenn Sie der Kopf der Operation sind, bin ich immer entspannt. Ich bin mir sicher, alles wird gut gehen. Samuel blickt stolz den Kapitän an und nickt, als wolle er laut sagen, ja, Sir, verstanden. So wie aus den damaligen amerikanischen Filmen auf der Erde. Hirashu nickt ebenfalls und geht weiter zu den anderen Offizieren, um von ihnen und Ayla auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. Samuel dreht sich währenddessen zu Sorin und gesteht: Also ich meine, ich hoffe alles hält. Immerhin reden wir hier von über 6000 Hektar Natur, Wälder, Seen und Berge. Alles will schlagartig in eine Richtung fallen. Wenn ein Felsen abbricht, kann es einen enormen Schaden anrichten. Sorin unterbricht ihn und sagt beruhigend: Entspann dich, Samuel. Wir bereiten uns seit Generationen darauf vor. Du wirst sehen, es wird alles gut gehen. Samuel atmet tief ein und beruhigt sich wieder. Alle Offiziere der Kommandozentrale, welche hauptsächlich aus G7-Bürger und ein paar G6-Bürger bestehen, gehen wieder an ihre Arbeit. Sorin möchte seinen heutigen Dienst zeitlich beenden, um mit seiner Frau Emma und seinem Sohn O'Neill die ausstehenden Vorbereitungen zu erledigen. Während O'Neill noch immer in seinen Gedanken seine Zukunft auf dem neuen Planeten formt, hält der Lift auch schon an und die Türen gehen auf. Die jungen Menschen stehen auf und folgen dem Licht auf dem Boden, welches ihnen den Weg bis zur Einrichtung weist. Die Klasse betritt die riesige Lobby der gigantischen Einrichtung. Sie sind nur noch ein paar hundert Meter von der hinteren Grundfläche Aureas entfernt. O'Neill und seine Freunde bewegen sich zu den Empfangsstationen und halten ihre Armbänder auf die Displays der jeweiligen Stationen. Auf O'Neills Armband erscheint eine Holoprojektion, die ihn aufweist, dem grünen Licht zur Halle 57 zu folgen. O'Neill folgt mit 3 weiteren Schulkameraden dem grünen Licht und hört eine Konversation zwischen 2 seiner Klassenkameraden. So eine Zeitverschwendung, beschwert sich einer der beiden. Für was müssen wir uns das merken, wenn wir sowieso immer den Lichtern folgen müssen? Bestärkt ihn der andere. O'Neill fühlt sich verpflichtet, die Gemüter zu beruhigen.
Wir sollten so gut wie möglich alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Es ist von Vorteil, unabhängig von den Navigationssystemen den Weg so gut wie möglich zu kennen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Also führen Sie Eilers Anweisungen aus und besichtigen die Transportstühle. Kapitel 2 Neptun Center. Es ist 20 Uhr. Der 7200 Meter lange Sonnenstab im Zentrum des Generationsraumschiffs wird Minute für Minute dunkler. O'Neill und sein Vater Sorin sitzen in einem Café im Neptun Center, einer der größten Hotspots Aureas. Sie befindet sich innerhalb der gigantischen Mantelwand des zylindrischen Raumschiffs und erstreckt sich über alle 3 Etagen der Außenhülle. O'Neill und seine Eltern sind oft in diesem Center, vor allem weil ihre Wohneinheit nur wenige Gehminuten von diesem Center entfernt ist. Dort warten sie auf Mutter und Ehefrau Emma. O'Neill trinkt Apfelsaft, während sein Vater über seinem ID-Armband den aktuellen Stand der Vorbereitungen abruft. Er hat sich immer schon schwer getan abzuschalten, vor allem jetzt, kurz vor so einem gefährlichen Manöver, die über Monate hinweg anhält. O'Neill denkt wieder an Ophelia und betrachtet währenddessen den Sonnenuntergang, welches auf der Deckenprojektion täuschend echt dargestellt wird. Habt ihr die Transportlifte besucht? Fragt Sorin seinen Sohn. Ja, wir waren nach der Schule dort. Halle 57, Transportlift G433. Richtig, aber um die mache ich mir keine Sorgen, sagt Sorin. Es sind eher die 120.000 anderen Menschen, die mir Sorgen bereiten. Und die bevorstehende Gegenbeschleunigung? Fragt O'Neill und merkt mit einem Atemzug die Nervosität in den Augen seines Vaters. Wir Menschen sind bestens geschützt, aber ich habe Bedenken, was Aurea betrifft. Ich hoffe, dass die gesamte Konstruktion dieser monatelangen Belastungen standhält. Das ist alles, gesteht Sorin. Auch O'Neill hat diese Bedenken und fragt nach, wie weit die Instandhaltung und die Ingenieursabteilung mit den Vorbereitungen sind. Doch bevor Sorin antworten kann, erscheint wie aus dem Nichts Emma. Hallo meine Lieben, tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber ihr wisst ja, beendet sie den Satz. Wie weit seid ihr mit der Organisation? Fragt der Ehemann. In 2 Tagen muss ich nochmal ins Labor, um die Abnahme zu machen. Dann dürfte alles bereit sein. Emma ist Astrobiologin. Sie würde gerne in Zukunft bei der Suche nach organischen Lebensformen die Leitung übernehmen. Ihr größter Traum ist es, der erste Mensch zu sein, der den Beweis für extraterrestrisches Leben entdeckt. Wie war es bei euch? Fragt Emma die Männer in ihrer Familie und sucht währenddessen auf ihrem ID-Armband ein Getränk aus. Die 3 besprechen alle wichtigen Details und lassen den Tag anschließend gemütlich ausklinken. Der nächste Tag bricht an. O'Neill ist schon relativ früh wach und beginnt den Tag mit einem Guten Morgen, Eiler. Guten Morgen, O'Neill, erwidert die künstliche Intelligenz und zeigt ihm auf seinem ID-Armband den heutigen Tagesablauf. Heute wird O'Neill mit seiner Familie das letzte Mal das Innere des Raumschiffs bereisen. Ob sie nach der bevorstehenden Gegenbeschleunigung je wieder die Gelegenheit haben werden, die Biosphäre zu besuchen, ist ungewiss. Als O'Neill den Kommunikationsraum betritt, sieht er seinen Vater am Tisch sitzen. Er hat einen vollen Becher kalt gewordenen Kaffee vor sich stehen. Über seinem ID-Armband ist eine holographische Liste mit einer Zusammenstellung der ausstehenden Vorbereitungen und Tätigkeiten, die in den nächsten 48 Stunden erledigt werden müssen. Sorin würde gerne alles auf einmal erledigen, doch die physischen Grenzen des Körpers gelten nun mal für jeden Menschen. Außerdem weiß er, wie gern O'Neill rauf ins Innere geht. Sorin schiebt die Holoprojektion mit der flachen Hand zum Display und deaktiviert die Anzeige. Er richtet seinen Blick auf O'Neill, ruft aber Ayla. Ja, Sorin? Wie immer bitte, ergänzt er. Ayla bestätigt. Während Sorin zum Blinzeln die Augen schließt, analysiert Ayla die Informationen und gibt den Befehl weiter ins Zylindernet, die Seele des Raumschiffs. In einer Verpflegungsstation im Neptun Center geht ein Befehl ein. Ein paar ausgewählte Fertiggerichte und Getränke fallen in einem Schacht in Richtung der Transportboxe. Bevor Sorin seine Augen wieder öffnet die Klappe der Transportbox und die Verpflegung fällt rein. Bis zum Eintreffen der Verpflegung vergehen nochmals 36 Sekunden.
Ayla weiß genau, was zu machen ist, denn die Familie besucht die Biosphäre einmal im Monat und nimmt jedes Mal ein Lunchpaket mit. Währenddessen ist auch schon Emma wach und trinkt einen Vitalkost zum Frühstück. Bitte um Aufmerksamkeit, wichtige Information. Ertönt eine Stimme in den Bildschirmen. Morgen um 14:30 Uhr hält die Präsidentin eine zylinderweite Rede. Emma bestätigt und befiehlt Ayla, die Bildschirme wieder zu deaktivieren. Informationen dieser Art benötigen meistens eine Bestätigung und können von einer Person vertretend für die gesamte Familie gegeben werden. O'Neill ist schon startklar und bis die Mutter auch soweit ist, aktiviert Sorin auf seinem ID-Armband die Benachrichtigungen für abgeschlossene Tätigkeiten, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Nachdem Emma auch bereit ist, macht sich Familie Vega auf den Weg in die Biosphäre. Kapitel 3: Die künstliche Natur. Die Mitglieder der Familie Vega sitzen in einem Transportlift und sind unterwegs, um die innere Biosphäre zu besuchen. Die Reise dauert nur wenige Minuten und am Ende angekommen sagt die Stimme Aylas: Ziel erreicht, 3. Ebene, Zugangsstation B163. Die Tür des Lifts geht auf und die Familie steigt aus. Sie gehen weitere Stufen rauf und stehen vor der letzten Tür, welches mit einem ruhigen Warnsignal aufgeht. Die 3 zukünftigen Kolonisten kneifen die Augen zusammen und es dauert ein paar Sekunden, bis sich die Pupillen an das helle Licht des Sonnenstabs gewöhnen. Sie gehen durch die Tür und sind in der Biosphäre. Heute wollen sie einen Ausflug in den Norden zu den Bergen unternehmen. Die Berge im vorderen Teil des Raumschiffs erheben sich über 300 Meter ins Innere und sind ein paar hundert Meter vom Bug des Generationsraumschiffs entfernt. O'Neill und seine Eltern atmen tief ein und wieder aus. In der Luft liegen Düfte von Moos bis hin zu Zedernholz und leichte Nebel ziehen den Himmel rund um den Sonnenstab. Viele der Bürger nutzen die letzten Tage, um in die Biosphäre zu gehen und noch ein letztes Mal die künstliche Natur zu genießen. Das war zum Vorhersehen, sagt Sorin und sieht dabei die vielen Menschen an, die ebenfalls die nördliche Hälfte der Biosphäre besuchen. Die Seen und Flüsse, die sich hauptsächlich im südlichen Teil befinden, sind mittlerweile leer gepumpt und haben dementsprechend an Attraktivität verloren. Sorin dreht sich in Richtung der Berge und sagt zu seiner Familie: Auf geht's, lasst uns unseren heutigen Ausflug in die Biosphäre genießen. Sie spazieren gemütlich zu den Bergen wie viele andere der Bürger. Da Sorin aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als erster Offizier und als zukünftiger Bürgermeister Novas eine gewisse Berühmtheit genießt, wird er auch dementsprechend immer wieder erkannt und begrüßt. Guten Tag, Herr Vega, hört Sorin hinter ihm einen jungen Mann reden. Er erwidert den Gruß und der junge Mann ergänzt: Möge über euch die Sonne wieder scheinen. Sorin nickt und erwidert: Möge die Sonne über uns alle wieder scheinen. Diese Art der Begrüßung hat sich erst ab der 7. Generation etabliert und wird heute oft zwischen den Bürgern genutzt. O'Neill und seine Eltern marschieren weiter den Gehweg hinauf zu den Bergen, bis sie nach mehr als einer Stunde ihren Lieblingsplatz erreichen. In einer kleinen Lichtung zwischen den Bergspitzen steht ein kleiner orientalischer Pavillon. Sorin ist sich sicher, hier hat man die beste Aussicht. Also setzen sie sich ein wenig in den Pavillon und nehmen ihre Lunchpakete raus für die notwendige Stärkung. Während die von Ayla zubereiteten Gerichte genüsslich verzehrt werden, streckt sich auf der anderen Seite Aureas ein Auffangnetz vom Zentrum des Raumschiffs bis zum Mantel aus. Bis das Netz vollständig entfaltet und befestigt ist, werden allerdings noch einige Stunden vergehen. O'Neill ist ganz gefesselt vom Ausblick. Kleine Drohnen ziehen das Netz auseinander und vom Weiten wirkt es so, als würde sich eine gigantische Blume entfalten. Sorin bemerkt einen älteren Herrn, der auf einem Felsen sitzt. Er starrt ebenfalls in die tunnelartige Welt und scheint vollständig in seinen Erinnerungen verschwunden zu sein. Sorin erkennt ihn, kann ihn aber nicht sofort einordnen. Kennst du ihn? Fragt Emma den spekulierenden Ehemann. Ja, aber, überlegt Sorin und steht auf. Er läuft zu dem Mann zu und stellt sich neben ihn hin. Entschuldigen Sie bitte, macht sich Sorin bemerkbar. Der Mann erschreckt sich kurz und dreht sich zu Sorin. Oh, Herr Vega, wie geht es Ihnen? Der alte Mann rutscht ein kleines Stück zur Seite und macht Platz, damit sich Sorin zu ihm setzen kann.
Sorin setzt sich hin und sagt, es tut mir leid, ich habe Sie nicht sofort erkannt. Sie sind Professor Magellan, nicht wahr? Der alte Mann nickt. Der neue Mensch, zitiert Sorin den Titel eines Buches, welches er vor langer Zeit gelesen hat. Sie sind der Autor dieses Buches. Professor Magellan nickt erneut. Glauben Sie wirklich, dass der Einschlag damals ein Segen war? Fragt Sorin und erinnert sich an diese Zeilen, die er vor einigen Jahren gelesen hat. Vielleicht würde ich es heute nicht mehr Segen nennen, erklärt Professor Magellan und setzt fort. Als damals dieser Meteorit mit uns kollidierte, verloren wir unseren Langstreckenkommunikationssatelliten. Das war's dann. Keine Kommunikation mehr zur Erde. Die Verbindung wurde durchtrennt. Sorin kennt die Geschichte, so wie alle anderen Bürger auf dem Schiff. Er versteht allerdings nicht, warum es ein Segen sein soll. Der Professor versucht es zu erklären. Verstehen Sie denn nicht? Es war vorherbestimmt. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt und hat sich auf den Weg gemacht, neue Planeten zu besiedeln. Der Einschlag war ein Zeichen, eine Botschaft. Das Universum hat die Nabelschnur zur Mutter Erde durchtrennt und hat uns erlaubt, uns selbstständig zu entfalten, ohne die alte Ideologie der alten Welt. Sorin findet die Denkweise zwar interessant, glaubt aber eher nicht an eine höhere Macht. Er bedankt sich beim Professor für dieses interessante Gespräch und verabschiedet sich mit den Worten: Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Gegenbeschleunigung. Sorin geht wieder zum Pavillon und gesellt sich zu seiner Familie. Emma fragt nach: Das war doch der Autor, oder? Sorin nickt und sagt, er glaubt, der Einschlag sei ein Segen. Doch die Menschen interpretieren in negativen Ereignissen immer wieder etwas Positives hinein. So sind wir eben. Emma nickt. Nach einer kurzen Zeit ist die Pause vorbei und die drei machen sich auf den Weg weiter durch die üppigen Wälder der Biosphäre. Eingehende Nachricht von der Ingenieursabteilung. Ertönt Eilers Stimme an Sorins Armband. Die Kommandozentrale und der Fusionsreaktor sind bereit für die Gegenbeschleunigung. Danke, Eiler, bestätigt Sorin. Die Familie spaziert weiter und mittlerweile sind sie am nördlichsten Punkt angelangt. Sie stehen nun vor der riesigen Innenwand des Bugs. O'Neill ist sein ganzes Leben lang schon fasziniert davon. Als kleiner Junge erzählte ihm sein Vater ein paar interessante Fakten darüber. Der Bug ist im Prinzip eine Halbkugel und dient als Schutzschild. Er besteht aus tausenden Metallplatten und die Zwischenräume sind gefüllt mit Wasser. Seine Größe ist schier unvorstellbar. O'Neill hörte immer fasziniert zu, wenn seine Eltern über Aurea sprachen. Leicht oder schwer? Fragt Emma und bewegt sich währenddessen auf der Wegabzweigung hin und her. Ich würde sagen, nehmen wir den leichten Weg, um die Aussicht angenehmer zu genießen, argumentiert Sorin und sie gehen Richtung Osten. Normalerweise wandern sie in Richtung Westen, einmal rund um die Innenseite des Zylinders, um mit der Drehrichtung des Raumschiffs mitzulaufen. Somit werden sie schwerer und genießen dabei einen sportlichen Nebeneffekt. Noch eine Nachricht kommt rein, diesmal am ID-Armband vom O'Neill. Eine Sprachnachricht von Europa, informiert Eiler den jungen Mann. Hey O'Neill, alles klar? Wir gehen später ins Sunshine. Das darfst du nicht verpassen und übrigens, Ophelia kommt auch. Geht das klar? Fragt O'Neill seine Eltern, die diese Nachricht ebenfalls gehört haben. Natürlich, sagt seine Mutter mit einem Lächeln im Gesicht und nickt ihm zu. Sunshine ist einer von vielen Lokalen auf Aurea und befindet sich im Neptune Center. Die beste Location, um abzuschalten, findet O'Neill. Auch seine Eltern haben schon ein paar lustige Abende im Sunshine verbracht. Emma will die Gelegenheit nutzen, um aus ihrer Jugend zu erzählen. Dein Vater und ich hatten unseren ersten Kuss in diesem Lokal. Damals, das will doch keiner hören, unterbricht O'Neill seine Mutter und geht weiter. Die drei zukünftigen Kolonisten haben ihren gewünschten Ausflug absolviert und bewegen sich nun zur nächsten Zugangsstation. Solche Stationen findet man in der Biosphäre alle 500 Meter. Sie dienen im Fall eines Atmosphärenverlustes als Fluchtweg in die Mantelebene und können die Biosphäre von den restlichen Ebenen isolieren. Was macht ihr heute noch? Fragt O'Neill seine Eltern. Emma möchte mit Eiler die To-Do-Liste für den morgigen Tag durchgehen und Sorin will in die Kommandozentrale. Laut Eiler werden heute Nacht die ersten Originalfotos des neuen Heimatsternes zu sehen sein. Zugangsstation C18. Ertönt eine Stimme, als die Familie die Station betritt. Sie stellen sich auf die Rolltreppe und fahren hinab in die oberste Ebene der Außenhülle des Raumschiffs, wo bereits 2 Transportlifte auf sie warten. Sorin verabschiedet sich mit einem kurzen Bis dann und steigt in den zweiten Lift ein, um in die Kommandozentrale zu gelangen. Der junge Mann und seine Mutter fahren nach Hause.
Kapitel 4 Sunshine. O'Neill und seine Mutter sitzen im Transportlift und sind nur noch wenige Minuten von ihrer Wohneinheit entfernt. Plötzlich meldet sich Ayla am O'Neills ID-Armband mit einer unerwarteten Benachrichtigung. Nachricht von Ophelia. O'Neill wirkt auf einmal deutlich angespannter und setzt sich in aufrechter Position hin, in der Meinung, die Nachricht somit besser hören zu können. Hey O'Neill, wie geht's? Hoffe, du bist heute Abend auch im Sunshine. O'Neill zögert nicht lange mit der Antwort. Hallo, ja, auf jeden Fall, freue mich schon. Nachricht gesendet. Eine knappe Stunde später ist O'Neill startklar für den Clubbesuch. Bis dann, Mama, ruft er seiner Mutter zu, die gerade mit Ayla die To-Do-Liste für den morgigen Tag durchgeht. Viel Spaß, erwidert die Mutter und schenkt ihm noch ein kurzes Lächeln. O'Neill geht die Strecke zum Neptune Center zu Fuß und betrachtet die künstliche Welt, die er in einigen Monaten verlassen wird. Die 9 Meter hohe Deckenprojektion zeigt eine Abenddämmerung, die Minute für Minute dunkler wird. Die Gebäude links und rechts der vehikelfreien Straße strecken sich bis zur Decke. Für einen Erdenbewohner würde es lachhaft klingen, ein 9 Meter hohes Gebäude als Wolkenkratzer zu bezeichnen. Doch die unechten Wolken in den 3 Mantelebenen dieser zylindrischen Welt sind nun mal auf 9 Meter Höhe, direkt an der Decke. Nach einigen Minuten erreicht O'Neill den südlichen Eingang des Neptune Centers. Willkommen im Neptune Center, begrüßt die KI den Besucher und informiert ihn über die aktuellen Aktionen. O'Neill geht weiter und befindet sich nun auf dem Marktplatz in der mittleren Ebene. Vor ihm ist ein Geländer, von der er einen Ausblick hat, welches sich über alle 3 Ebenen streckt und über 25 Meter hoch ist. Er sieht schräg nach oben und sieht auf der anderen Seite hinter dem Geländer die Aufschrift Sunshine. Also geht er rund um die Aussichtsplattform und fährt rauf in die 3. Ebene. Die jungen Menschen würden zwar auch gerne die Clubs für Erwachsene besuchen, aber da sie erst 15 bis 16 Jahre alt sind, bleibt ihnen als beste Alternative der Club Sunshine. O'Neill geht rein. Er braucht nicht lange suchen, um seine Freunde zu finden, da die junge Clique natürlich ihren Stammtisch hat. Er steht in der Nähe des üblichen Treffpunkts und sieht nur eine Person beim Tisch sitzen. Es ist Ophelia. Die anderen sind offensichtlich noch nicht da. O'Neill wird plötzlich wieder nervös und bewegt sich langsam in ihre Richtung. Der Versuch dabei cool zu wirken scheitert allerdings, als er statt einem Hallo nur ein grelles Piepen rausbringt. Sofort hustet er kurz und korrigiert Hallo. Dieses Mal klingt O'Neills Stimme viel männlicher als zuvor. Hi, erwidert die junge Dame. O'Neill setzt sich zu ihr an den Tisch und spricht in sein ID-Armband rein. Einmal Apfelsaft bitte. Nur wenige Sekunden später steht das kalte Erfrischungsgetränk schon auf dem Tisch und O'Neill nimmt einen kräftigen Schluck. Durstig? Fragt Ophelia den jungen nervösen Mann. Ja, ein wenig. O'Neill stellt sich oft eine Situation vor, in der er mit Ophelia ungestört redet und seine Gefühle ihr gegenüber gesteht. In seinem Kopf klingen seine Aussagen immer sehr kreativ und interessant, doch jetzt kann er sich an keine davon erinnern. Eingehender Anruf von Europa. O'Neill atmet erleichtert ein und bestätigt diese willkommene Ablenkung. Bist du schon im Sunshine? Fragt Europa. Ja, wir sind schon da, also ich und Ophelia. Anruf beendet. O'Neill nimmt nochmal seinen ganzen Mut zusammen, um Ophelia von seinen Gefühlen zu erzählen. Ophelia, ich würde dir gerne etwas sagen, beginnt O'Neill. Bitte, antwortet Ophelia. Plötzlich stoßen auch die anderen Klassenkameraden dazu und unterbrechen die Konversation. Hey Leute, begrüßt Ophelia ihre Freunde. Auch O'Neill begrüßt seine Klassenkameraden Mark, Neo, Lea und Anime. Wie üblich verspätet sich Europa. Die jungen Menschen sitzen an ihrem Tisch und genießen die Getränke. Neo, einer der zukünftigen Agrarwissenschaftler und ein guter Freund von O'Neill, richtet seinen Blick in die Runde und sagt, also ich muss gestehen, ich habe große Angst vor der Gegenbeschleunigung. Wir alle, ergänzt O'Neill. Er senkt seinen Blick und wiederholt es mit einer ruhigeren Stimme. Wir alle. Auf einmal schlägt die Stimmung von fröhlich und lustig auf besorgt und ängstlich um. Dass dieses Thema den heutigen Abend dominieren wird, war zum Vorhersehen. Obwohl alle versuchen, so gut es geht, professionell zu bleiben, sieht man die Nervosität in den Augen der zukünftigen Kolonisten. Kaum vorstellbar, murmelt Anime hörbar vor sich hin. Die Blicke der jungen Menschen richten sich auf Anime.
Was ist kaum vorstellbar, fragt Europa, der gerade dazu gestoßen ist und nur die letzten Worte mithören konnte. Dass ich mich verspätet habe, ergänzt er und sorgt mit dieser Frage immerhin für ein kurzes gemeinsames Lachen. Hat Eile wieder vergessen, dich zu erinnern? Fragt O'Neill spaßeshalber seinen besten Freund, der sonst immer durchaus sehr interessante Begründungen für seine ständigen Verspätungen hat. Europa setzt sich dazu und bestellt sich ebenfalls ein Getränk. Natürlich weiß er genau, was das Thema ist. Er wollte nur die Stimmung etwas auflockern. Das Schiff hat über 160 Jahre problemlos funktioniert, also wird es auch die nächsten Monate gut überstehen. Versucht Europa die Gemüter seiner Freunde zu lockern. Doch O'Neill und die anderen haben in ihrer Ausbildung gut genug aufgepasst, um zu wissen, dass das bevorstehende Unterfangen definitiv mit Risiken verbunden ist. O'Neill erklärt, es gibt Dinge, die man nicht exakt vorherbestimmen kann, zum Beispiel die Entwicklung der Biosphäre. Auch wenn wir in einer künstlichen Welt leben, bahnt sich die Natur ihre eigenen Wege. Das ökologische Gleichgewicht wird beeinflusst. Zuerst wird die Drehung des zylindrischen Raumschiffs gestoppt, also setzt die Schwerkraft aus. Noch nie zuvor war ein G8-Bürger schwerelos. Wie es sich wohl anfühlt zu schweben, überlegt Leia in lauten Worten. O'Neill, der gerne auf alles eine Antwort hätte, versucht sich ebenfalls vorzustellen, wie es ist, schwerelos zu sein. In einigen Tagen werden wir es alle wissen, wie es ist, sagt O'Neill. Mark, ein weiteres Mitglied der jungen Gruppe, äußert sich ebenfalls dazu. Wir haben die letzten Jahre über nichts anderes gesprochen als von der Ankunft. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die Spielehalle und amüsieren uns ein wenig. Die Gruppe findet diesen Vorschlag gut und geht zu den Spielautomaten. Nach einer Weile merkt O'Neill, dass Ophelia nicht mehr anwesend ist. Er hebt seinen Kopf und sucht in der Menge seine Klassenkameradin. Ein paar Sekunden später findet er sie. Sie sitzt alleine auf einem Hocker und trinkt an ihrem Getränk. Er geht zu ihr hin und setzt sich dazu. War lustig heute, sagt O'Neill. Ja, weiß. Ophelia, ich wollte dir nur sagen, dass ich mich auf die Zukunft freue und ich hoffe, dass wir auf dem neuen Planeten viel Zeit zusammen verbringen können. Ophelia sagt nichts und blickt runter. Also ich meine, wir alle, du, ich, Europa, Lea, O'Neill, unterbricht Ophelia den fantasierenden Mann. Ich werde hier bleiben. Ein paar Sekunden ist alles still. Was meinst du damit? Fragt O'Neill. Ich wollte es dir schon eher sagen, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit dazu. O'Neill schweigt und hört ihr zu. Ich glaube, meine Zukunft liegt hier. Ich nehme meinen Platz in der Regierung ein. Allerdings nicht auf dem Planeten, sondern auf Aurea. Meine ganze Familie bleibt hier. O'Neill versucht mit einem verständnisvollen Nicken seine tiefe Enttäuschung und Trauer zu verbergen und versucht irgendwie aus dieser Situation zu entkommen. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg, Ophelia. Die junge Dame bedankt sich bei ihm. O'Neill dreht sich um und geht, ohne den anderen Bescheid zu geben, zum Ausgang. Ophelia sieht ihm hinterher und versucht, das Geschehene zu verstehen. Ist er wegen mir gegangen? Wenn ja, warum? Nach kurzen Spekulationen beschließt Ophelia, die Sache auf sich ruhen zu lassen und geht zu den anderen Kameraden. Für O'Neill ist der Abend auf jeden Fall gelaufen. Er geht ohne Umwege direkt nach Hause und legt sich ohne die abendliche Körperhygiene ins Bett. Kapitel 5 Heimatstern. Es ist bereits 23 Uhr. O'Neills Vater befindet sich nach wie vor in der Kommandozentrale. Ein besonderes Ereignis steht bevor und Sorin will und kann sich das nicht entgehen lassen. Fast die gesamte Crew ist anwesend und alle warten gespannt auf die ersten Originalbilder vom neuen Heimatstern. In den letzten Monaten wurden viele Aufnahmen des neuen Sterns gemacht, doch bisher waren sie schlichtweg zu weit entfernt, um datenreiche Bilder zu empfangen. Das runde Eingangstor zur Kommandozentrale fährt auf und Eiler informiert die Crew. Präsidentin Lindemeyer betritt die Kommandozentrale. Hirashu dreht sich zur Tür und empfängt die Präsidentin. Guten Abend, Frau Präsidentin. Guten Abend, Herr Kapitän. Habe ich was versäumt? Sie kommen genau richtig. Bitte nehmen Sie Platz, erwidert Kapitän Hirashu, während er auf seinen Kommandostuhl zeigt. Die Offizierin Amazon sitzt direkt vor dem Kapitän und analysiert zusammen mit Eiler die Daten des Teleskops. Eingehende Bilddaten.
informiert Eiler die Crewmitglieder. Alle Anwesenden starren auf den großen 4,5 Meter hohen und 8 Meter breiten Bildschirm. Eine kleine, leuchtende Kugel ist auf einmal auf den Bildschirmen zu erkennen. Fokussiere den Stern, zoome ran, sagt die Offizierin und hebt dann ihren Kopf hoch, um ebenfalls den großen Bildschirm zu sehen. Der gigantische Himmelskörper erscheint in seiner vollen Pracht. Die Qualität des Bilds ist zwar nicht besonders hoch, aber man kann sogar einen kleinen Sonnenflare erkennen. Die Crewmitglieder kneifen kurz die Augen zusammen, um der Helligkeit entgegenzuwirken. Dennoch wagt kein einziger die Augen auch nur für eine Sekunde zu schließen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, unser neuer Heimatstern, sagt der Kapitän und klingt dabei ziemlich stolz. Die Anwesenden betrachten fasziniert den gelben Mittelklasse-Stern. Für einen kurzen Moment fühlt es sich so an, als hätten sie bereits ihr Ziel erreicht. Während alle noch sichtlich aufgeregt sind, ändert sich jedoch Sorins Blick. Er kneift die Augen zusammen und fokussiert etwas auf den Bildschirm. Seht ihr das auch? Fragt er und zeigt auf die untere Seite des Sterns. Die Crewmitglieder und die Präsidentin sehen genauer hin. Was ist das? Fragt Kapitän Hirashu. Ein kaum sichtbarer, leicht gerundeter Streifen ist bei genauerem Hinsehen erkennbar. Raster setzen, Skalierung auf Maximum. Machen Sie das Bild schärfer, Amazon. Das Bild ist bereits auf Maximum skaliert, Kapitän. Besser wird es nicht mehr, zumindest nicht heute. Verstehe, sagt der Kapitän. Währenddessen spekulieren die Crewmitglieder ebenfalls. Könnte das Teleskop verdreckt sein? Vielleicht ist es ein Kratzer auf der Linse. Die Spekulationen häufen sich, aber keine der Erklärungen scheint bei genauerem Hinsehen Sinn zu ergeben. Kapitän Hirashu dreht sich zur Präsidentin, um Augenkontakt aufzunehmen. Sie sehen sich entschlossen in die Augen und ohne auch nur ein Wort zu sprechen, scheinen sich die zwei Führungspersonen einig zu sein. Der Kapitän befiehlt jeden Anwesenden vorerst die Geheimhaltung der aktuellen Sachlage und danach schickt er alle raus. Sorin und die anderen Crewmitglieder bestätigen und verlassen geordnet die Kommandozentrale. Während der Heimfahrt überlegt Sorin immer noch, was könnte es sein? Vielleicht ein Ring? Immer wieder erinnert er sich an die Bilder des Saturns aus seiner Kindheit. Damals lernte er im Unterricht, dass es Planeten gibt, die Ringe beherbergen. Besonders sind ihm die Ringe des Saturns im Gedächtnis geblieben. Seine Ringe sollen sogar von der Erde aus sichtbar gewesen sein. Doch einen Stern mit einem Ring hat er noch nie gesehen. Könnte das sein? Könnte ein Stern einen Ring haben? Vielleicht war es mal ein Planet, der zerstört wurde. Wenn ein Meteorit groß genug ist, kann es durchaus einen Planeten zerstören. Die Überreste einer solchen Kollision könnten sich über Jahrtausende hinweg zu einem Ring formen. Aber könnte es so nah an einem Stern existieren? Sorin bemerkt, je mehr er spekuliert, desto absurder wird es. Also beschließt er vorerst nicht mehr darüber nachzudenken. Als Sorin zu Hause ankommt, ist er sichtlich erleichtert darüber, dass seine Familienmitglieder bereits schlafen. So ein Erlebnis geheim zu halten ist nicht leicht. Für keinen der Crewmitglieder, aber besonders nicht für Sorin. Er hat die letzten Jahre damit verbracht, alles über den Planeten und dessen Heimatstern zu studieren. Dementsprechend ist es für ihn besonders schwer, so ein Geheimnis auch geheim zu halten. Aber der erste Offizier hat noch nie einen Befehl missachtet und jetzt fängt er bestimmt nicht damit an. Der nächste Tag bricht an. Es ist 6:24 Uhr, der Sonnenstab scheint mit 67% und wird mit jeder Minute heller. In der Wohneinheit der Vegas leuchten die Raumbeleuchtungen bereits mit voller Leistung. Die Familienmitglieder sind bereits seit einiger Zeit munter, wie so oft in letzter Zeit. Zwar haben nicht alle denselben Grund für ihre Schlaflosigkeit, aber die Auswirkungen sind bei jedem gleich. O'Neill war bisher der Meinung, dass nichts und niemand ihn davon abhalten könne, den Planeten zu besiedeln. Doch jetzt ist es anders. Ophelia wird auf Aurea bleiben. Selbst wenn sie auf dem Planeten übersiedeln sollte, würde es nicht zwingend bedeuten, dass Ophelia in Zukunft Interesse an O'Neill hätte. Alleine der Gedanke daran, wegen einer Person seinen Traum nicht zu verwirklichen, scheint absurd zu sein. Doch die menschlichen Emotionen können zu Entscheidungen führen, die man nie für möglich gehalten hätte. Zum ersten Mal in seinem Leben weiß O'Neill nicht, was er machen soll. Auch sein Vater Sorin scheint überdurchschnittlich besorgt zu sein.
Im Gegensatz zu O'Neill, der nicht über seine Empfindungen reden will, darf Sorin nicht darüber sprechen. Das Bild geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Was haben wir gesehen? Was haben wir entdeckt? Fragt sich der erste Offizier. Während die beiden Männer vor sich dahin spekulieren, setzt sich Emma ebenfalls dazu und fragt die beiden Männer, was ist los mit euch? Ihr verhaltet euch heute besonders ruhig. Doch beide Männer weichen den Fragen aus. Sorin beschließt, bis zur Rede der Präsidentin in der Wohneinheit zu bleiben. Emma und ihr Sohn wollen ihre freie Zeit währenddessen im Center verbringen. Nach ein paar Stunden haben Emma und O'Neill bereits gefrühstückt und gehen gerade im Neptune Center ihren üblichen Spazierweg. Achtung, Achtung, zur Erinnerung, meldet sich Ayla zeitgleich auf alle ID-Bänder. Heute um 14:30 Uhr beginnt die Rede der Präsidentin Lindenmayer. Alle Bürgerinnen und Bürger werden ersucht, sich in den Veranstaltungssaal zu begeben oder die Live-Schaltung auf einem COM-Gerät zu verfolgen. Ende der Durchsage. Wir sollten nach Hause gehen und uns vorbereiten, sagt Emma. Die Rede wollen sich die Vegas vor Ort anhören. Nachdem sie zu Hause angekommen sind, vergehen wieder ein paar Stunden und die Familie macht sich auf den Weg in den Veranstaltungssaal. Kapitel 6 Die Rede. Es ist 14:12 Uhr. Fast eine Stunde haben die Vegas gebraucht, um in den Saal zu gelangen. So viele Menschen auf einmal zu koordinieren, ist selbst für Ayla eine, wenn auch kleine Herausforderung. Die künstliche Intelligenz zählt fast 80.000 Besucher. Obwohl der Veranstaltungssaal von seiner Bauart eher einem Fußballstadion ähnelt und Platz für über 100.000 Menschen bietet, ist er selten so gut besucht wie heute. Das ovalrunde Bauwerk streckt sich wie auch die Center über alle 3 Etagen des Zylindermantels. Die Decke des Saals ist eine gigantische Glaskuppel, durch die man in die Biosphäre sehen kann. Eine Aussicht, die man sonst nirgendwo in den Mantelebenen findet. O'Neill und seine Eltern sitzen im mittleren Bereich der Tribüne und genießen eine ausgezeichnete Sicht auf die Bühnenmonitore. Auf diesen Bildschirmen ist momentan nur der leere hellgraue Marmorboden zu sehen. In einigen Minuten wird die Präsidentin genau an dieser Stelle stehen und eine Rede an die gesamte Bevölkerung halten. Sorin blickt hin und her und betrachtet die Aufregung und die Vorfreude der Menschen. Genau so hat auch er sich gestern gefühlt, bevor er das Bild des Heimatsterns gesehen hat. Doch von dieser Emotion ist nicht mehr viel übrig, stattdessen fühlt er sich nun ängstlich und besorgt. Wie werden die Menschen reagieren, wenn sie den Stern sehen? Wie werden sie reagieren, wenn sie den dunklen, ringförmigen Schleier erkennen, der den Anschein nach den Stern umkreist? Während Sorin noch immer hin und her blickt und seine Gedanken kaum in die gewünschte Richtung lenken kann, ertönt plötzlich ein Ton und es wird still. Die Uhrzeit auf den Bildschirmen zeigt 14:30 Uhr. Die Präsidentin betritt den Saal. »Siehst du ihr Kleid?« flüstert Emma leise ihrem Mann ins Ohr. Sorin erschreckt sich kurz, da er in seine Gedanken vertieft war. Ja klar sehe ich es. Als ich heute mit O'Neill im Center war, habe ich einen Artikel über dieses Kleid gelesen. Das ist ein Original Victoria Beckham doppelreihiger Mantel aus einer gebürsteten Woll-Kaschmir-Mischung. Dieses Kleid ist über 200 Jahre alt und wurde nur 3-mal getragen. Emma erzählt noch ein paar interessante Fakten darüber und ihr Mann versucht währenddessen aufmerksam zuzuhören. Aber er ist einfach zu gespannt auf die Rede, vor allem allerdings auf die Reaktionen der Bürger, wenn sie die Anomalie auf den Bildschirmen sehen. Natürlich nur, wenn die Präsidentin wie geplant das Bild des Sterns zeigt. Meine Damen und Herren, beginnt die Präsidentin Lindenmayer ihre Rede. Ich darf Sie heute im Hauptveranstaltungssaal begrüßen. Ich hoffe, Ihnen geht es allen gut und Ihre Vorbereitungen für übermorgen laufen alle nach Plan. Dann pausiert die Präsidentin kurz ihre Rede und nickt währenddessen den Bürgern mit einem freundlichen Lächeln zu. Ihr Lächeln soll dabei das Gefühl von Sicherheit und Gelassenheit übermitteln. Sorin weiß allerdings aufgrund seiner Insider-Informationen, dass das Lächeln nur aufgesetzt sein muss. So ein perfekt aufgesetztes Lächeln muss wohl zur Standardrepertoire gehören, wenn man so einen hohen Posten besetzt. Ein erfahrener Psychologe jedoch würde bei genauerem Hinsehen die Besorgnis in ihren Augen bemerken. Frau Lindenmayer setzt fort. Wie Sie bereits wissen, haben wir vor einigen Wochen die Oortsche Wolke des Sterns passiert. Seither dringen wir immer weiter ins Sternensystem ein.
In ziemlich genau 46 Stunden wird die Rotation des Raumschiffs gestoppt. Danach wird Aurea um 180 Grad der Längsrichtung gedreht. Dann, nach der Übersiedlung, werden die Triebwerke starten und mit 0,92 G in die entgegengesetzte Richtung beschleunigen. Und das für fast 3 Monate. Die Präsidentin fasst nochmal den Ablauf des bevorstehenden Unterfangens zusammen und erläutert sie so detailliert wie möglich. Eine knappe halbe Stunde später sind die wesentlichen Themen besprochen und die Präsidentin macht eine kurze Atempause. Mach schon, zeig endlich das Bild, murmelt währenddessen Sorin leise vor sich hin. Seine Frau fragt, wie bitte? Ach nichts, hab nur laut gedacht, antwortet Sorin. Und nun, meine lieben Freunde, darf ich noch mal kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, setzt die Präsidentin fort. Gestern um kurz nach Mitternacht haben wir das erste originale Bild des Heimatsterns bekommen. Die Menschen sind plötzlich wieder still und hören interessiert zu. Ja, Sie haben richtig gehört. Unser nördlicher Außenteleskop sendete gestern ein bemerkenswertes Bild und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Bevor wir Ihnen allerdings unseren Heimatstern zeigen, seien Sie gewarnt. Es ist ganz und gar nicht so, wie wir es erwartet haben. Sorin kann die Reaktionen der Bürger kaum erwarten und hört gespannt zu. Die Präsidentin sieht nach oben zu den Bildschirmen und zeigt mit offener Hand hin. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen Nova Star. Das Bild des Sterns erscheint zur gleichen Zeit auf allen Monitoren. Die Menge ist begeistert. Sie jubeln und klatschen, auch die Präsidentin lächelt und klatscht. Nach ein paar Sekunden bemerkt Sorin, dass die Euphorie in keinster Weise nachlässt. Leicht verwirrt begutachtet er das Bild auf den Monitoren. Plötzlich steht Sorin hektisch auf und kneift die Augen zusammen, um noch genauer hinsehen zu können. Auf den Monitoren sieht man zwar den Stern, aber man sieht keinen ringförmigen Schleier mehr. Was ist los? Fragt die verwunderte Ehefrau. Auch O'Neill ist verwundert über die Reaktion seines Vaters. Das versucht Sorin sein Verhalten irgendwie zu erklären. Danach schüttelt er seinen Kopf und setzt sich wieder hin. Emma ist seit ihrem 22. Lebensjahr mit ihrem Mann liiert. Dementsprechend merkt sie es sofort, wenn irgendetwas nicht stimmt. Seit heute Morgen verhältst du dich so merkwürdig. Ich weiß nicht, was los ist, aber es muss was Ernstes sein, wenn du dich so aus der Fassung bringen lässt. Sorin richtet seinen Blick auf seine Frau und schweigt. Wenn du nicht darüber sprechen darfst, dann verstehe ich das natürlich. Ich will nur, dass du weißt, ich bin für dich da. Wenn du über irgendetwas reden willst, egal was, ich werde zuhören. Sorin starrt dankbar in ihre Augen und nickt ihr sanft zu. Er denkt kurz darüber nach, seiner Frau alles zu erzählen, entscheidet sich allerdings dann doch dagegen. Vor allem, weil er nicht einmal weiß, was sie gesehen haben. Vielleicht war es tatsächlich nur eine Verschmutzung. Aber dann würde man kein Geheimnis daraus machen. Je mehr Sorin überlegt, desto schlüssiger erscheint ihm die Situation. Sie haben das Bild bearbeitet. Die Präsidentin muss diese Anweisung gegeben haben, nachdem die Crewmitglieder die Kommandozentrale verlassen haben. Das würde bedeuten, dass auch Ayla involviert ist. Währenddessen beendet Frau Lindenmayer ihre Rede und verabschiedet sich. Der Stern ist noch immer auf den Bildschirmen zu sehen und wird von den restlichen Anwesenden nach wie vor bestaunt. Sorin beschließt vorerst mit seiner Familie nach Hause zu gehen, um seine weitere Vorgehensweise zu bedenken. Kapitel 7 Die Taskforce. Es ist kurz vor 16 Uhr. O'Neill und seine Eltern sitzen im Transportlift und sind unterwegs nach Hause. Die Fahrt verläuft ruhig, die Familie schweigt. Sorin versucht zu verstehen, was vor sich geht. Emma ist besorgt um Sorin und O'Neill denkt an Ophelia. Die Anzeige auf der Frontscheibe zeigt 8 Minuten bis zur Ankunft. Doch so weit kommt die Familie nicht, denn plötzlich bleibt der Transportlift stehen. Achtung, eine Durchsage an den ersten Offizier Sorin Vega, informiert Ayla die Fahrzeuginsassen. In wenigen Sekunden werden sie eine schriftliche Nachricht der höchsten Prioritätsstufe erhalten. Sie werden ersucht, diese in Geheimhaltung zu lesen. Durchsage Ende. Was verdammt nochmal geht hier vor sich? Fragt die besorgte Ehefrau. Doch bevor der erste Offizier antworten kann, erklingt ein Signalton an seiner ID-Armband.
Sorin zögert kurz, hebt aber dann seinen linken Arm hoch, um die Nachricht ungestört lesen zu können. Sorin Vega. Aufgrund der aktuellen Situation werden Sie umgehend in die Kommandozentrale beordert. Bitte gehen Sie durch die Notfalltür auf Ihrer linken Seite und steigen Sie in den Transportlift B73 ein. Sorin atmet tief ein, verabschiedet sich mit einem kurzen Bis später und steigt aus. Meinst du, irgendetwas stimmt nicht mit Aurea? Vielleicht funktionieren die Triebwerke nicht mehr, fragt O'Neill, der ebenfalls äußerst besorgt ist, seine Mutter und sieht währenddessen seinem Vater hinterher. Ich weiß es nicht, aber die Triebwerke sind ausreichend getestet worden. Egal was es ist, wir werden es bestimmt bald erfahren. Die Angst davor, dass die Triebwerke nicht starten, ist so alt wie das Raumschiff selber. Die Kolonisten auf Aurea wissen, wenn die Triebwerke versagen, schießen sie weit am Ziel vorbei. Das wäre das Ende der Mission. Die Kolonisten würden ziellos ohne Aussicht auf Rettung durch die endlose Leere des Weltalls fliegen und auf das Versagen der Lebenserhaltungssysteme warten. Ein Szenario, das sich niemand vorstellen mag. Während O'Neill und seine Mutter die Heimfahrt wieder aufgenommen haben, erreicht der erste Offizier Sorin die Kommandozentrale. Er steigt aus dem Transportlift und bewegt sich schleichend zum runden Eingangstor der Zentrale. Dort bleibt er kurz vor dem Tor stehen und atmet tief ein und wieder aus, um seine Nervosität so gut es geht zu verbergen. Das Tor geht auf und Sorin betritt die Kommandozentrale. Von der Besatzung sind Kapitän Hirashu, Pilotin Amazon, der leitende Ingenieur Samuel und 2 weitere Crewmitglieder anwesend. Von der Regierung sind der stellvertretende Präsident und ebenfalls 2 weitere Regierungsangestellte dabei. Sorin begrüßt die Anwesenden mit einem kaum erkennbaren Nicken und setzt sich unauffällig hin. Der Kapitän steht auf und begrüßt die Auserwählten. Meine lieben Freunde, ich begrüße Sie zu dieser Notfallbriefing. Ihr habt alle die Geheimhaltungsvereinbarung gelesen und signiert. Das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, darf diesen Raum auf gar keinen Fall verlassen. Die große Übersiedlung steht bevor und das hat höchste Priorität. Die Besatzungsmitglieder schweigen vor Aufregung und hören erpicht zu. Aufgrund der Entfernung des Sterns und der hohen Geschwindigkeit des Raumschiffs gestaltet sich das Fotografieren des Heimatsterns äußerst schwierig. Vor 17 Stunden allerdings, gestern um 23:50 Uhr, ist es unserem nördlichen Außenteleskop gelungen, eine Bildaufnahme des Sterns zu machen. Die Crewmitglieder haben bereits gestern, wenn auch nur für kurze Zeit, das originale Bild begutachten dürfen. Dementsprechend können sie ahnen, um was es geht. Die Regierungsangestellten allerdings haben keinerlei Vorstellung darüber, was vor sich geht. Bei der Rede der Präsidentin vorhin haben wir doch alle den Stern gesehen. Also meines Erachtens nach sieht alles normal aus, äußert sich einer der Regierungsmitglieder. Das war eine Fälschung. Sie sollte dazu dienen, dass die Bürger Aureas die bevorstehende Übersiedlung ohne Einschränkungen und mit vollster Konzentration durchführen können, erwidert der Kapitän und setzt fort. Heute Morgen gelang uns das zweite Foto. Diesmal haben wir den Winkel und den Fokus angepasst und das Ergebnis ist eindeutig. Kapitän Hirashu dreht sich zu dem großen Bildschirm und zeigt das neue Bild des Sterns. Diesmal ist der dunkle Schleier eindeutig erkennbar. Was ist das? Fragt der stellvertretende Präsident und springt erschrocken auf. Es ist ein ringförmiges Konstrukt, ein künstliches Objekt. Wir wissen nicht wann oder wie es gebaut wurde, aber wir glauben, es diente zur Energiegewinnung. Diente? Fragt Sorin und bezieht sich dabei auf die Vergangenheitsform. Ja, wir haben in allen Bereichen gescannt und registrierten keinerlei Aktivitäten. Was es auch ist, es ist inaktiv. Die Anwesenden müssen diese Informationen erstmal verdauen. Das würde bedeuten, es könnte Leben auf Nova existieren, analysiert Samuel. Der stellvertretende Präsident ergreift das Wort. Diese Möglichkeit gab es schon immer. Als unsere Vorfahren diesen Planeten entdeckten, stuften sie ihn als bewohnbaren, vermutlich unbewohnten Planeten ein. Es gab keine Anzeichen von Leben, geschweige denn Anzeichen von einer intelligenten, technologisch fortgeschrittenen Zivilisation. Sollte der Planet Leben beherbergen, dann könne es im fortgeschrittensten Fall primitives Leben sein. Doch die Anwesenden wissen, primitives Leben kann weder in den Weltall gelangen, noch im Weltall so ein gigantisches Bauwerk errichten. Das müsste bedeuten, dass die Erbauer seit Jahrhunderten verschwunden sind, stellt der erste Offizier fest. Oder ausgestorben, ergänzt der Kapitän und setzt fort. Nun sind sie auf demselben Stand wie wir. Bis wir allerdings weitere Untersuchungen durchführen können, werden noch einige Tage vergehen. Bis dahin sind sie zur Geheimhaltung verpflichtet. Die Anwesenden bestätigen den Befehl mit einem Nicken. Der Kapitän sagt zum Abschluss der Sitzung:
Übermorgen startet die große Übersiedelung. Bis wir uns an die neue Schwerkraft gewöhnt haben, werden einige Tage vergehen. Nach 5 Tagen nehmen wir unsere Arbeit wieder auf. Die zur Untersuchung gegründete Taskforce kann und wird bei Bedarf erweitert werden. So ungewiss die Zukunft auch sein mag, wir werden unsere Mission nicht aus den Augen verlieren und weiterhin unser Bestes geben. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Sie dürfen wegtreten. Sorin und die anderen verlassen sichtlich geschockt und besorgt die Kommandozentrale. Doch nach Hause fahren möchte er nicht. Zutiefst sitzt die Angst vor der neuen Zukunft. Ich glaube, ein Drink würde uns jetzt nicht schaden. Was meinst du, mein Freund? Sagt Samuel, der ebenfalls die Zentrale verlassen hat. Ein Drink? Wiederholt Sorin und willigt mit einem stumpfen Nicken ein. Die beiden steigen in den Transportlift ein und lassen sich zum Neptun Center fahren, um dort, falls es möglich ist, den Kopf frei zu bekommen. Sie besuchen im Center einen kleinen Pub und lassen dort den Abend ausklinken. Kapitel 8 Das Geheimnis. Es ist 18:25 Uhr. Bis die Rotation des Zylinders gestoppt wird, werden noch 39 Stunden und 35 Minuten vergehen. O'Neill und seine Mutter Emma haben bereits zu Abend gegessen und Emma wartet gespannt auf ihren Ehemann. Sie ist zur gleichen Zeit besorgt und neugierig. Obwohl sie weiß, dass sie von ihrem Mann keine Informationen bekommen darf, so kann sie sich wenigstens um sein Wohlbefinden bemühen. Plötzlich meldet sich Eilers Stimme auf Emmas ID-Armband. Eingehende Sprachnachricht. Abspielen, erwidert die Astrobiologin. Hallo meine Liebe, ich werde heute vermutlich etwas später nach Hause kommen, denn ich bin mit Samuel im Center. Gute Nacht. Emma nickt bedenklich und bestätigt mit einem einfachen Okay. Zurzeit kann sie ohnehin nichts für ihren Mann tun, also richtet sie ihren Blick auf O'Neill und sagt, ich muss noch ins Labor, um die Abnahme zu machen, dürfte nicht lange dauern. O'Neill verabschiedet seine Mutter und nützt die kurzweilige Einsamkeit, um seinen Kummer zu verarbeiten. Sorin und sein langjähriger Freund Samuel sitzen währenddessen im Neptun Center und unterhalten sich über die aktuellen Ereignisse. Die beiden eingeweihten Taskforce-Mitglieder stehen noch immer unter Schock und versuchen alles zu verstehen. Krass, nicht wahr? Versucht Samuel die Situation irgendwie zu beschreiben. Krass, wiederholt Sorin. Auf sowas sind wir nicht vorbereitet, nicht mal im geringsten. Samuel sieht ihn nachdenklich an und senkt seinen Kopf. Sorin setzt fort. Wir haben Protokolle für verschiedenste Szenarien. Wir haben Vorgehensweisen bei Erstkontakt mit extraterrestrischen Lebensformen. Aber die Wesen, die diesen Ring gebaut haben, sind uns Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende voraus. Und wir sind hier in einem Kolonieraumschiff. Wir sind ihnen nahezu völlig hilflos ausgeliefert. Samuel denkt kurz darüber nach und antwortet, dieser Ring um den Stern ist uralt und inaktiv. Würde der Planet von einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation bewohnt werden, so hätten unsere Satelliten und Scanner es längst bemerkt. Aber da ist nichts. Egal wer oder was es gebaut hat, sie sind seit vielen Jahrhunderten verschwunden. Sorin ist sich dessen ebenfalls bewusst und weiß, dass es zu früh ist, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ich muss dich um etwas bitten, Samuel, sagt Sorin und sieht dabei seinem Freund tief in die Augen. Klar, schieß los, erwidert Samuel, ohne einen Augenblick zu zögern. Ich werde meine Frau einweihen. Als einer der führenden Astrobiologen ist sie die Richtige für diesen Job. Wenn ich deine Zusage bekomme, werden die anderen auch zustimmen. Samuel willigt ein. Auch er ist der Meinung, dass Emma einen wichtigen Beitrag leisten kann. Die beiden Männer unterhalten sich noch bis zur späten Stunde. Danach verabschieden sie sich und wünschen sich viel Glück und Erfolg für den Start der Triebwerke. Der nächste Tag bricht an. Sorin sitzt auf der Couch und denkt nach. Um genau zu sein, sitzt er dort, seitdem er zu Hause ist. Plötzlich betritt auch Emma den Raum. An ihren Augen erkennt Sorin, dass auch sie keinen guten Schlaf hatte. Wie geht es dir? Fragt die besorgte Ehefrau ihren Mann. Nicht so gut, gesteht Sorin und fragt, wo ist O'Neill? Er schläft noch, denke ich, antwortet Emma, ohne zu wissen, dass auch er kein Auge zu bekommen hat. Er liegt wach im Bett und denkt immer noch an Ophelia. Dass seine Eltern ebenfalls wach sind, hat O'Neill bereits bemerkt, da er ihre Stimmen durch die Wand wahrnehmen konnte. Kann ich was tun für dich? Fragt Emma ihren Mann. Sorin steht auf und nähert sich seiner Frau, sodass er direkt vor ihr steht. Er deaktiviert auf seinem ID-Armband vorübergehend die Hörfunktion der Wohneinheit. Ja, antwortet er. Es gibt da etwas, das ich dir unbedingt erzählen muss.
Emma ist leicht verwirrt, hört aber weiter zu. Das, was ich dir jetzt erzählen werde, ist streng geheim und darf auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit gelangen. Hast du mich verstanden? Emmas Atmung wird intensiver und ihre Blicke wandern zwischen Sorins Augen hin und her. Währenddessen ist O'Neill aufgestanden und steht nun hinter der Tür, so dass seine Eltern ihn nicht bemerken. Den letzten Satz konnte er verstehen, also entscheidet er sich hinter der Tür zu bleiben und heimlich zuzuhören. Geht es hierbei um die ganze Geheimtuerei der Regierung und der Schiffsbesatzung? Fragt Emma mit ängstlicher Stimme. Sorin zögert kurz, sagt dann ja. Plötzlich wird Emmas Atmung noch intensiver. Sie greift sich auf die Stirn und sagt mehrmals, oh mein Gott. Die Astrobiologin ist sich dessen bewusst. Wenn sie rekrutiert wird, dann kann es nur aus einem einzigen Grund sein. Extraterrestrisches Leben. Emma ist so außer sich, dass sie fast ihr Gleichgewicht verliert. Sorin packt sie zur Unterstützung an den Rücken und hilft ihr auf die Couch. Hier, setz dich, sagt Sorin mit beruhigender Stimme. Emma holt ein paar Mal tief Luft und richtet dabei ihren Blick auf Sorin. Wenn du mich einweist, dann kann das nur eines bedeuten, sagt die Astrobiologin und steht wieder auf. Sie richtet ihren Blick in Richtung des Sterns, obwohl dieser von ihrer Wohneinheit aus nicht sichtbar ist. Ihr habt eine Entdeckung gemacht, richtig? Sie dreht sich wieder zu ihrem Mann und analysiert die Fakten. Den Planeten können wir frühestens in 3 bis 4 Wochen lokalisieren. Hier draußen gibt es kein Leben. Signale, die auf Technologie hindeuten, hätten wir bereits längst entdeckt. Nach einer kurzen Sprechpause stellt sie fest, ihr habt etwas gefunden. Ein künstliches Objekt. Ein Artefakt, nicht wahr? Ja, das haben wir, bestätigt Sorin. Emma setzt sich wieder hin. O'Neill, der noch immer hinter der Tür steht, kann das Gehörte kaum glauben und lauscht weiter. Was ist es? Fragt die Mutter. Sorin erzählt seiner Frau alles, was er darüber weiß. Er erzählt ihr von dem ringartigen Konstrukt um den Stern und die Fälschung des Bilds bei der Rede der Präsidentin, um eine zylinderweite Panik zu vermeiden. Er erzählt ihr auch die Gründung der Taskforce, um nach dem Start der Triebwerke alle möglichen Untersuchungen einzuleiten. Nachdem Sorin alles erzählt hat, braucht Emma zunächst Zeit, um alles zu verarbeiten. Dementsprechend entscheiden sich die zwei, den letzten Tag vor der Gegenbeschleunigung zu nutzen und sich auszuruhen, so gut es geht. O'Neill ist ebenfalls fassungslos und geht schleichend wieder in sein Zimmer. Er legt sich wieder hin und versucht, seine Gedanken zu ordnen. Zuerst beichtet Ophelia, dass sie nicht auf den Planeten übersiedeln will. Und jetzt stellt sich heraus, dass dieses Sonnensystem möglicherweise bewohnt war oder noch immer bewohnt wird. Und die Kolonisten steuern schnurgerade hin, ohne die Chance auf ein alternatives Ziel oder die Möglichkeit auf eine Rückreise zur Erde. Kapitel 9 Phase 1 Es ist 6:30 Uhr. Phase 1 der großen Übersiedelung ist bereits zur Hälfte abgeschlossen und Familie Vega ist mittlerweile schon einige Zeit wach, genauso wie alle anderen 120.000 Kolonisten. In wenigen Stunden wird die Rotation des Raumschiffs gestoppt. Ayla meldet sich zur Routine-Update. Achtung! In 23 Minuten trifft Ihr Transportlift ein. Achten Sie darauf, dass Sie pünktlich in der für Sie vorgesehene Zugangsstation eintreffen. Ayla sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist für die Koordinierung der Übersiedelung zuständig. Mittlerweile befinden sich über 50% der Bürger in der ZG-Einrichtung und warten auf weitere Anweisungen. Nun ist auch die Familie Vega an der Reihe. Sie steigen in den Transportlift ein und fahren in die Zero-Gravity-Einrichtung. Ein ungewohnter Anblick bietet sich den Vegas an, als sie die Einrichtung erreichen. Tausende Bürger warten vor der gigantischen Anlage. Nach und nach werden die Bürger in die Einrichtung gelassen und zu ihren Transportstühlen navigiert. Nach einigen Minuten sind auch O'Neill und seine Eltern an der Reihe. Sie betreten die Zero-Gravity-Einrichtung und gehen durch den Eingangsbereich und befinden sich nun vor Halle 57. Dieser Eingangsbereich ist so groß, dass die Rundung Aureas erkennbar ist. Folgen Sie den Navigationslichtern bis zu den Transportstühlen, die Ihnen zugewiesen wurden. Setzen Sie sich in diese, schnallen Sie sich an und warten Sie auf weitere Anweisungen. Die Bürger befolgen die Anweisungen.
Nach der stundenlangen Höchstperformance, die die künstliche Intelligenz und die Bürger Aureas geliefert haben, sitzen alle Bewohner erfolgreich auf ihren Transportstühlen und warten voller Spannung und Sorge auf das bevorstehende Rotationsstopp. Achtung! In Kürze wird die Rotation des Raumschiffs gestoppt. Machen Sie sich bereit für die 24-stündige Schwerelosigkeit. Nur wenige Bewohner hatten je das Privileg, eine kurz dauernde Schwerelosigkeit genießen zu dürfen. Für die meisten aber ist das eine völlig neue Lebenserfahrung. Sorin ist einer von den wenigen Bewohnern, die je einen Außenbordeinsatz durchgeführt haben. Ein Countdown startet auf den ID-Armbändern der Bewohner. Die 10.000 Menschen in der Halle 57 zählen innerlich den Countdown mit. Dann zeigen die Bildschirme 0.0. Über 1000 Schubdüsen an der Außenmantel rund um den zylindrischen Raumschiff zünden und beschleunigen entgegen der Drehrichtung. O'Neill verfolgt das Geschehen zusätzlich auf den Bildschirmen mit. Die Schubdüsen sind gezündet, aber bis er etwas spürt, vergehen ein paar Sekunden. Nach kurzer Zeit bemerkt er eine leichte Vibration unter seinen Füßen. Dann wird ein leises Summen hörbar. Plötzlich spürt O'Neill, wie seine Organe leichter werden und seine Arme nachlassen. Auch sein Genick entspannt sich. Zusätzlich spürt er eine seitliche Fliehkraft, die aufgrund der entgegengesetzten Beschleunigung entsteht. Einige der Bewohner werden unruhig und ein paar fangen sogar an zu schreien und zu weinen. Einige der Bürger greifen zu den Kotztüten, um sich zu übergeben. Ganze 7 Minuten dauert es, um die Drehung des Zylinders zu stoppen. Dann ist es soweit. Zum ersten Mal seit 168 Jahren gibt es keine künstliche Schwerkraft auf Aurea. O'Neill sieht rüber zu seinem Vater und zu seiner Mutter, um ihnen zu signalisieren, dass es ihm gut geht. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, die zentrifugale Rotation wurde ohne Zwischenfälle angehalten. Somit ist Phase 1 erfolgreich abgeschlossen. Nehmen Sie sich die notwendige Zeit, um sich an die neue Situation der Schwerelosigkeit zu gewöhnen, informiert Ayla die Bürger Aureas. Sorin legt seine Gurte ab und richtet sich auf. Seine Magnetschuhe halten ihn am Boden. Nach und nach stehen auch alle anderen auf und versuchen ein paar Schritte zu gehen, was sich für viele als sehr schwierig herausstellt. Es wirkt ein wenig so, als würde man einem Kleinkind dabei zusehen, wie es seine ersten Gehversuche unternimmt. Nach einigen Minuten scheinen die meisten mit der neuen, ungewohnten Situation klarzukommen. Bevor Phase 2 beginnt, haben die Bürger ein paar Stunden Zeit, um ihren persönlichen Bedürfnissen nachzugehen. O'Neill blickt erneut zu seinen Eltern. Sie scheinen mit leiser Stimme irgendetwas zu besprechen. Da er am Vortag heimlich mithören konnte, ahnt er, was das Thema ist. Er selber würde gern nach Ophelia sehen, doch leider befindet sie sich mit ihrer Familie in Halle 34 und ist somit unerreichbar für ihn. Das Verlassen der Halle ist während der Zero-Gravity-Dauer nicht möglich und strengstens untersagt. Außerdem würden die Magnetschuhe außerhalb der ZG-Einrichtung ohnehin nicht funktionieren. Also beschließt O'Neill, einen Videoanruf zu tätigen und hebt dazu seinen ID-Armband hoch. Noch während er überlegt, was er mit ihr reden könnte, meldet sich Ayla an seinem Arm mit den Worten „Eingehender Anruf von Ophelia". O'Neill ist so überrascht, dass er ohne zu zögern abhebt und mit zitternder Stimme sagt: „Hey, hi, hallo, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Hast du alles gut überstanden?" Ophelia blickt durch das ID-Armband zu O'Neill und fängt an zu lachen. Sie erzählt ihm, dass es allen gut geht und die beiden unterhalten sich einige Zeit. Währenddessen fliegen hunderte Drohnen durch die Biosphäre und die Mantelebenen. Sie kontrollieren die strukturelle Integrität des Raumschiffs und sind in der Lage, bei Fehlfunktionen und Defekten umgehend einzugreifen und Reparaturarbeiten durchzuführen. Nicht nur die Körper der Menschen entspannen sich bei Schwerelosigkeit. Die Abwesenheit der Zentrifugalkraft wirkt sich auf das gesamte Raumschiff aus. Kapitel 10 Phase 2 Die Bürger Aureas befinden sich in der Zero-Gravity-Einrichtung und alle haben sich mehr oder weniger an die Schwerelosigkeit gewöhnt. Mittlerweile spüren die Kolonisten seit über 8 Stunden keine rotationsbedingte Schwerkraft mehr. Phase 2 der großen Übersiedlung steht bevor. Ayla informiert die Passagiere. In exakt 60 Minuten wird Aurea um 180 Grad in Längsrichtung gedreht.
Achten Sie darauf, dass Sie bis dahin wieder auf Ihren Transportstühlen sitzen und die Sicherheitsgurte ordnungsgemäß angelegt haben. O'Neill und seine Eltern halten sich in der Nähe ihrer Stühle auf, um möglichst schnell Platz nehmen zu können. Sie haben in den letzten Stunden die speziell für die Schwerelosigkeit entwickelten Toiletten benutzt und haben bereits gegessen. Trotz der erschreckenden Erkenntnisse der letzten Tage meistern die kürzlich auserwählten Taskforce-Mitglieder ihre Aufgaben ohne Fehler und Einschränkungen. Dass seine Eltern ihre Ängste und Sorgen in Anbetracht der Situation so gut unterdrücken können, ist selbst für sie eine große Herausforderung. O'Neill beschließt, zu seinen Eltern zu gehen, um vor der Phase 2 noch ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen. Er würde ihnen zwar gerne beichten, dass er heimlich beim Gespräch gelauscht hat, aber zu diesem Zeitpunkt scheint das keine gute Idee zu sein. Bereit für Phase 2? Fragt ihn sein Vater und versucht dabei so unauffällig wie möglich zu wirken. O'Neill nickt und spielt das Spiel mit. Während die Familie zusammen mit über 100.000 Reisenden auf die nächsten Anweisungen seitens Ayla warten, sitzen Kapitän Hirashu und 7 weitere Crewmitglieder in der Kommandozentrale und überwachen zusammen mit Ayla das exorbitante Unterfangen. Die Kommandozentrale wie auch die 2 Fusionsreaktoren müssen während der Gegenbeschleunigung begehbar und funktionsfähig bleiben. Aufgrund dessen wurden diese 3 Bauwerke so konstruiert, dass sie eine 90-Grad-Drehung absolvieren können. Nachdem das gesamte Raumschiff überprüft worden ist, gibt Ayla grünes Licht für die Längsdrehung. Zeitgleich kündigt die KI auf allen Bildschirmen und ID-Armbändern die zweite Phase an. Achtung, in wenigen Minuten wird Aurea um 180 Grad gedreht. O'Neill bewegt sich mit seinen Magnetschuhen zu seinem Platz und schnallt sich wieder an. Er erinnert sich an seine Ausbildung. Als das Raumschiff damals startete, beschleunigte es mit 0,92 G für 72 Tage in Flugrichtung. Nach der wochenlangen Beschleunigung erreichte Aurea planmäßig 18% Lichtgeschwindigkeit. Als danach die Triebwerke abstellten und die Passagiere der ersten Generation keine aufgrund der Beschleunigung bedingte Schwerkraft mehr spürten, setzte die Drehung des zylindrischen Raumschiffs ein und eine andere Form der Schwerkraft war plötzlich zum Spüren. Währenddessen diente der gigantische Bug des Generationsraumschiffs über die gesamte Zeit als Schutzschild. Doch in wenigen Minuten wird sich das ändern. Das Schutzschild hat ausgedient. Nach der Längsdrehung wird der Bug keinen Nutzen mehr haben, da das Raumschiff relativ betrachtet rückwärts fliegt. Hinter der südlichen Grundfläche des riesigen Zylinders befinden sich die Primärantriebe. Insgesamt 600 Stück in runder Formation. Kapitän Hirashu sitzt mit einem kaum erkennbaren Lächeln auf seinem Stuhl und sieht sich ein Bild an, das über einem Monitor hängt. Ein Bild aus einer Zeit, als die erste Generation diese Reise antrat. Ein Andenken. Gesendet vom damaligen Präsidenten des Internationalen Luft- und Raumfahrtunion. Das Bild wurde damals von einem Mitarbeiter gemacht, der den Start des Raumschiffs von der Erde aus mit bloßem Auge mitverfolgt hat. Das Foto ging damals durch die Weltmedien, da aufgrund der Tageszeit und der Perspektive nur die kreisförmig angeordneten Antriebe sichtbar waren. Der Präsident sendete dieses Bild an die Bürger Aureas mit der Überschrift »Ein leuchtender Ring zwischen den Sternen«. Es gibt vermutlich keinen Menschen, der dieses Bild nicht mindestens einmal in seinem Leben gesehen hat. Weder im Sonnensystem noch auf Aurea. Und genau diese Grundfläche, auf dem die Antriebe angebracht sind, ist nun für die nächsten Wochen gefährdet. Allerdings wird die Gefahr eines Einschlages Tag für Tag geringer. Während der Gegenbeschleunigung wird das Raumschiff auf Orbitgeschwindigkeit reduziert, um als Trabant um Nova zu kreisen. Spätestens dann wird der Bug ohnehin nicht mehr benötigt, doch bis dahin ist die Reise so kritisch wie noch nie zuvor. Der Kapitän ist sich dessen natürlich bewusst. In den letzten 168 Jahren gab es 3 registrierte Kollisionen mit Gesteinsbrocken, wobei 2 davon ohne die aufmerksamen Sensoren vermutlich nicht einmal bemerkt worden wären. Der Kapitän wie auch die anderen Reisenden sind bereit für die nächste Phase. Erneut startet ein Countdown auf den Bildschirmen. O'Neill hält sich an seinem Transportstuhl fest und atmet tief ein und wieder aus. Wieder ist zunächst nur eine Vibration wahrnehmbar. Kurz darauf ist ein stumpfes Summen zu hören. Dann spürt O'Neill die Beschleunigung. Die Stühle positionieren sich automatisch in die Drehrichtung, sodass der Körper in den Stuhl gedrückt wird. Die wenigen Minuten während der seitlichen Beschleunigung fühlen sich an wie Stunden. Dann ist der erste Schritt der zweiten Phase absolviert.
Nun befindet sich Aurelia in der Längsdrehung. Für die nächste knappe Stunde ist das Verlassen der Stühle strengstens untersagt, da aufgrund der seitlichen Fliehkraft ein sicheres Stehen auf den Magnetschuhen nicht gewährleistet ist. Die Bürger versuchen die nächste Stunde mit verschiedensten Aktivitäten zu überstehen. Einige hören Musik, andere reden miteinander. Einige schaffen es sogar, die Zeit zu nutzen und ein wenig zu schlafen. Sorin und Emma sind wach und denken an die ungewisse Zeit, die ihnen bevorsteht. Dann ist es soweit. Aurelia hat sich um 180 Grad gedreht. Die Sitze drehen sich nun in die andere Richtung und die Manövrierdüsen zünden erneut. Das zweite Mal ist es nicht mehr so schlimm für die Passagiere und nach wenigen Minuten ist auch der letzte Schritt der Phase 2 erledigt. Aurelia bewegt sich nun rückwärts auf Nova zu. Kapitän Hirashu sieht sich die Analyse der Schadensmeldungen an. Die Anzeige zeigt 3 Leichtverletzte in Halle 34 und ein paar kleinere Schäden in der Biosphäre. Der Kapitän nickt erleichtert und sagt, die strukturelle Integrität scheint vollständig intakt zu sein. Pilotin Amazon bestätigt ernüchternd, vorerst. Die Grundplatte, die nun in Flugrichtung zeigt, ist für eine massive Kollision mit Gesteinsbrocken nicht ausreichend widerstandsfähig konzipiert. Stattdessen hoffen die Erbauer, dass die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen im Ernstfall eine Katastrophe abwenden können. Dazu wurden LIDAR-Sensoren für die frühzeitige Erkennung angebracht und Laser, die bei Notwendigkeit Meteoriten von ihrer Bahn abbringen können. Natürlich hofft die Crew, keines dieser Maßnahmen je in Betracht ziehen zu müssen. Achtung, Phase 2 ist abgeschlossen. Die nächste Phase beginnt in 10 Stunden. Meldet sich die künstliche Intelligenz. Sie können nun die Sicherheitsgurte ablegen und sich innerhalb ihres Bereiches frei bewegen. Die Sitze wechseln mit einem Klicken vom abgesicherten Modus zum Bedienermodus. Kapitän Hirashu steht auf und blickt erneut auf das Bild. Mit besorgter Stimme sagt er, ich hoffe, das Universum legt uns keine Steine in den Weg. Kapitel 11 Phase 3 O'Neill atmet tief ein und wieder aus. Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft. Es ist eine einzigartige Mischung aus frischer Meeresbrise, Sand und Algen. Er richtet sich etwas auf und sieht sich um. Der Sonnenstab scheint heller als sonst zu scheinen und strahlt eine angenehme Wärme aus. Dahinter auf der anderen Seite der künstlichen Sonne bemerkt er die Seen. Auch wenn es aus dieser Distanz unwahrscheinlich erscheint, glaubt er Menschen zu erkennen, die am Strand ihre Freizeit verbringen. Auch in seiner Nähe findet er lächelnde Mitbürger. Alle scheinen glücklich und zufrieden zu sein. An was denkst du? Fragt ihn plötzlich eine zärtliche Stimme direkt neben ihm. O'Neill erkennt die Stimme sofort und dreht seinen Kopf zur Seite. Und da ist sie, seine begehrte Ophelia, in einem wunderschönen Sommerkleid mit einem breiten Lächeln im Gesicht. O'Neill findet keine Beschreibung, dass ihre Schönheit auch nur ansatzweise gerecht werden kann. Er erinnert sich an die kürzlich gestellte Frage und antwortet, ich denke an, dann überlegt er ein paar Sekunden und beginnt den Satz erneut. Ich denke an dich und wie schön die Zeit mit dir zusammen ist. Ophelia sieht ihm tief in die Augen und nickt mit ihrem bezaubernden Lächeln. So hat sie ihm noch nie angesehen. O'Neill fühlt sich in diesem Moment richtig gut, fast schon zu gut. So gut, dass er es nicht lassen kann, ihr die folgende Frage zu stellen. Seit wann sind wir hier? Ophelia richtet ihren Blick in Richtung See und legt ihren Kopf auf seine Schulter. Es ist egal, wie lange wir hier sind. Hauptsache, wir sind zusammen, wenn sie uns angreifen. O'Neill schweigt ein paar Sekunden und wiederholt ihren letzten Satz als Frage. Wenn sie uns angreifen? Ophelia nickt, während sie noch immer breit lächelt. O'Neill versucht das Ganze zu verstehen. Wer sollte uns denn angreifen? Ophelia zögert nicht lange mit der Antwort. Na, die Aliens. Weißt du nicht mehr, wir sind hier nicht allein. Und sie wollen uns hier nicht. O'Neill fängt an zu schnaufen und steht hektisch auf. Er blickt hin und her und fragt, was verdammt nochmal ist hier los? Plötzlich hört er einen lauten Knall und der Boden unter ihm spaltet sich auf. Er packt Ophelia am Arm und springt zur Seite. Wir müssen sofort in eine Zugangsstation laufen. Los, brüllt er voller Panik. Doch dann bricht der Erdreich unter seinen Füßen durch und er fällt runter in die obere Mantelebene.
O'Neill hält sich an einer Palme fest und versucht in dem ganzen Chaos seine Ophelia zu finden. Doch dann brechen auch die restlichen Mantelebenen durch und die Trümmerteile fallen auf die Innenseite der Außenhülle. Dann ist es still. O'Neill sieht über die Klippe runter und bewegt sich keinen Zentimeter. Er traut sich nicht einmal zu atmen. Alles spielt sich in Zeitlupe ab. Plötzlich hört er ein Flüstern. Mach dich bereit. O'Neill hört genauer hin und aus dem Flüstern wird ein Sprechen. Mach dich bereit. Zunächst kann O'Neill die Stimme nicht einordnen, dann hört er es wieder. Diesmal laut und deutlich. Machen Sie sich bereit. O'Neill bemerkt, wie er sich langsam vorwärts bewegt. Er fällt tief runter in die Außenhülle und durchbricht sie. Plötzlich öffnet O'Neill mit einem Schrei seine Augen und findet sich in seinem Transportstuhl wieder. Er braucht einige Zeit, um sich zurechtzufinden, doch nun ist er wach. Es war ein Albtraum, aber einer von der Sorte, die man vielleicht nur 2 oder 3 Mal in seinem Leben hat. Die letzten Tage haben ihre Spuren hinterlassen. O'Neill bemerkt, dass er die letzten Anweisungen verschlafen hat. Die Transportstühle bewegen sich zur hinteren Grundplatte. Natürlich kennt er den Ablauf und weiß, dass jetzt die Übersiedelung bevorsteht. Es sind noch ein paar Transportstühle vor ihm und er beobachtet aufmerksam das Geschehen. Nach der Reihe werden die Stühle zur südlichen Grundplatte bewegt. Dort angekommen schwenken sie um 90 Grad nach oben und fahren die Grundplatte hinauf, bis sie hinter der Decke verschwinden. Nun ist auch O'Neill an der Reihe. Sein Transportstuhl schwenkt nach oben und fährt die Wand hoch. Diesen Ort sieht er wie auch die meisten anderen zum ersten Mal. Die Grundplatte war während der zentrifugalen Rotation nicht begehbar. Nach einiger Zeit haben alle Passagiere die Grundplatte erreicht und warten auf das Großereignis. Achtung! In Kürze startet Aurea die Primärantriebe. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen und versuchen Sie nicht, die Sicherheitsgurte abzulegen. O'Neill blickt hin und her und findet seine Eltern. Sie bauen kurz Blickkontakt auf, um sich gegenseitig zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Dann ist es soweit. Der große Moment ist gekommen. Die Passagiere und auch die anwesenden Crewmitglieder in der Kommandozentrale sind in Position und bereit für die Gegenbeschleunigung. Eiler beginnt erneut mit dem Countdown. Statt 0 sagt die künstliche Intelligenz Zündung. Alle 600 Triebwerke zünden zeitgleich. O'Neill spürt nach ereignisreichen 24 Stunden wieder zum ersten Mal sein Gewicht, welches ihm immer stärker in den Stuhl drückt. Nach wenigen Sekunden werden die Vibrationen stärker und das Brummen der Antriebe unter seinen Füßen lauter. Die Ohren der Reisenden verschlagen, da die Atmosphäre innerhalb der Biosphäre gegen die Beschleunigungsrichtung fällt. Die Kolonisten halten sich an ihre Hightech-Stühlen fest, manche beten und andere weinen vor Aufregung. Es dauert mehrere Minuten, bis eine konstante Beschleunigung von 0,92 G erreicht ist. Aus dem regelrechten Beben bleibt nur noch eine leichte Vibration übrig und die Antriebe sind fast nicht mehr zu hören. Erleichterung macht sich im neuen Lebensraum breit. Aurea scheint den Start der Antriebe gut überstanden zu haben. Doch die Passagiere müssen noch mindestens 1 Stunde sitzen bleiben und auf Eilers Freigabe warten. Die Drohnen kommen wieder zum Einsatz und begutachten das gesamte Raumschiff. Die Ergebnisse der Überprüfung können alle Passagiere in Echtzeit mitverfolgen. Dann gibt Eiler grünes Licht und die Sicherheitsgurte lösen sich. O'Neill steht auf und läuft zu seinen Eltern, doch weit kommt er nicht. Er stolpert nach wenigen Schritten und landet auf seinem Knie. Langsam, ruft Zorin und geht zu seinem Sohn. O'Neill steht langsam auf und hält seinem Vater am Arm. Geht es dir gut? Fragt der besorgte Vater. O'Neill erwidert, ja, nur... Dann unterbricht er und sieht auf den Boden. Es fühlt sich anders an, sagt O'Neill und bezieht sich dabei auf die Schwerkraft. Das wusstest du bereits, entgegnet Zorin. O'Neill nickt und fügt hinzu, ja, in der Theorie. Dann stößt auch Emma dazu und die 3 folgen den Lichtern auf dem Boden, um in ihre Quartiere zu gelangen. Unterwegs meldet sich unerwartet Eiler auf Zorins ID-Armband. Eingehender Anruf von Kapitän Hirashu. Annehmen, erwidert Zorin. Der Kapitän beordert den ersten Offizier umgehend in die Kommandozentrale. Emma nickt verständnisvoll und bekräftigt ihren Mann. Wir sehen uns später in unserem neuen Heim. Als der erste Offizier die Zentrale betritt, bemerkt er die Angst in den Augen der Anwesenden. Ihm überkommt ein ungutes Gefühl. Die Analyse hat es bestätigt, Kapitän, sagt Amazon und alle sehen auf die Bildschirme.
Sorin sieht ebenfalls hin und versucht zu verstehen, was vor sich geht. Was sehen wir uns da an? Fragt er die Anwesenden. Amazon zeigt mit dem Finger auf einen kleinen blinkenden Punkt in der Nähe des Heimatsterns. Kapitän Hirashu ergreift das Wort. Als wir die Triebwerke zündeten, haben die gesamten Sensoren innerhalb und außerhalb Aureas für 1,7 Sekunden auf das Maximum angeschlagen. Danach sind die Werte alle wieder in den Normalbereich gefallen. Wir wissen nicht, was die Ursache für diesen enormen Ausschlag war, aber wir konnten die Quelle lokalisieren. Dann blickt der Kapitän auf den kleinen blinkenden Punkt. Sorin ist fassungslos und blickt ebenfalls zu diesem kleinen blinkenden Punkt. Was haben wir entdeckt? Fragt er und spürt dabei den eiskalten Schweiß auf seinem Rücken. Kapitän Hirashu richtet seinen Blick wieder auf Sorin und sagt: Wir haben nichts entdeckt. Etwas hat uns entdeckt. Mit dem Start der Triebwerke haben wir irgendetwas aufgeweckt. Und ich fürchte, das, was wir aufgeweckt haben, hätte nie aufgeweckt werden dürfen.